So, willkommen zurück. Kleiner Teaser, was wir in diesem Video besprechen werden. Ich werde heute ein kleines Update an AMC und GME machen und auch gleich alles zeigen für neue Besucher. Aber der Hauptkernpunkt für dieses Video ist, weil jetzt alle drüber reden, Silver squeezed und das wird die Memes squeezen. Also wir werden heute backtesten, was war 2020, 2021 mit Silver, Bitcoin, SPY, ITABRAM, mit der Synchronization mit AMC und GME. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, wie immer am Anfang, ich benutze diese Methode hier, die Fractal Method. Ich werde am Ende des Videos wieder das Standalone-Video verlinken oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Na dann, springen wir gleich rein in AMC. Einfach ganz kurz, wie schaut unser Tracking hier aus? Allem in allem ohne irgendeine Methode. Wir haben hier ein schönes Megaphone-Pattern. Es war klarerweise unser Top in 2020. Wir sind in 2020 auch sehr nah an die untere Linie gekommen. Das letzte Mal, wo wir sie berührt haben, war 2024, bevor wir unseren kleinen Run hatten. Und jetzt sind wir in der Nähe wieder. Bedeutet, jeder, der meine Videos schon länger schaut, mein Preisziel ist irgendetwas um die 800.000 herum für AMC. Klingt blöd, ich weiß. Ich bin einer der Menschen, der der Meinung ist, wir werden einen Two-Part-Squeeze bekommen, keinen One-Part-Squeeze. Ich werde das auch gleich erklären, warum. Und ich bin auch einer der Menschen, die absolut dagegen sind, wenn andere Leute sagen, wir werden von unserem Boden instant squeezen. Für die Zusammenfassung. So, allererstes, warum kein One-Part-Squeeze? Ich meine, ich werde mich freuen, wenn wir einen One-Part-Squeeze bekommen. Ich glaube es nicht, weil wenn man schon Fractal trackt, bedeutet das, es wiederholt sich alles. Gut. Und in dem Fall war diese Section hier, diese Section hier. Und was wir erwarten, ist dieser Move jetzt. Dieser Move jetzt. Also, in 2020 und 2021 war es kein One-Part-Squeeze. Ich gehe also davon aus, diesmal wird es auch keiner. Natürlich werden jetzt dann Leute sagen, ja, aber diesmal wird es anders. Okay, wenn es diesmal anders ist und es was Neues ist, dürft ihr nichts davon verwenden, weil es ist ja anders. Ja? Wenn ihr noch immer das hier zu dem hier vergleicht, too bad. Bedeutet, wenn das jetzt unser Boden war, darüber sprechen wir gleich, wie wird der nächste One-Part-Squeeze anschauen? Two-Part-Squeeze anschauen. Ja, ganz einfach, wir schauen uns einfach das hier an. Wir nehmen unsere FIB von unserem Boden, gehen rauf zu unserem A-High und schauen, wo wir zurückgefallen sind. Erstens, es war ein Breakout-Retest von dieser Trendlinie und zweitens war es eine 0.618 FIB Retracement. Okay, was bedeutet das jetzt? Sagen wir, wenn das unser Boden jetzt ist, gehen wir von diesem Boden. Wenn wir ausgehen, Februar, Jänner ist unser Squeeze. Dann irgendwas 150, irgendwas in der Area wäre unser A. Wir würden also raufschießen, sehr schnell wieder runterfallen, diese Trendlinie hier retesten, in die Nähe von unserer Point 6.1 kommen. Das wäre unser erster Part. Dann machen wir diesen Bullshit und irgendetwas 5-6 Monate später bekommen wir unseren zweiten Part. Das gleiche wie in 2020. Wir würden keinen B-Pullback sehen, weil 2022 haben wir es auch nicht gesehen.
Und deswegen hasse ich es auch, wenn Leute sagen, es wird ein 100%iger One-Part-Squeeze sein. Weil wenn Leute das glauben, wenn sie hier nicht verkaufen und wenn sie Options haben, das bringt sie um. Ja? Sagt's zumindest, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es doch ein Two-Part-Squeeze ist. Nicht 100% One-Part-Squeeze. Okay. Jetzt zu dem Fall, wir werden 100%ig vom Boden aus squeezen. So, schauen wir wieder nach. 2020 hatten wir unseren Boden. 9 Tage später, nachdem wir das HLO gefinisht haben, sind wir gesqueezed. Jetzt schauen wir in 2024. Wir hatten unseren Boden, weil es wird ja auch irrsinnig gern mit Mai verglichen. 24 Tage später, nachdem wir unser HLO gefinisht haben, sind wir gesqueezed. Dann schauen wir noch 2025. Wir hatten unseren Boden. Und 26 Tage später haben wir das HLO gefinisht und hatten noch einen Channel. So, sind wir jemals vom Boden aus gesqueezed? Nein. Bedeutet, wenn jetzt Freitag, der 2. Jänner, unser Boden war, 2024 waren es 24 Tage, 2025 waren 26 Tage. Also würde ich sagen, 28 Tage von unserem Boden beenden wir das HLO. Das wäre der 30. Jänner. Und wir wissen alle, wie sehr AMC und Jimmy Montage mögen. Wäre perfekt. Ist der Button, also ist der Boden jetzt schon drin? So. Die Sache ist die, wenn das hier unser Boden ist, als allererstes dürfen wir 150 nicht mehr berühren. Nicht berühren. Es geht nicht nur ums Nicht-Brechen, wir dürfen ihn nicht berühren. Das heißt, wir müssen mindestens höher bleiben als 1,51. Fürs Tracking könnte das hier schon unser Micro-HLO sein. Das wäre hier auch schon fertig. In dem Fall wären wir jetzt bereit, unser Makro-HLO, also unser großes zu machen. Ja? Und das würde halt so ausschauen wahrscheinlich. Wir machen unser A, B, C, Lower High, Midpoint, T. Ja? A, B, C, Lower High, Midpoint, T. Und ich glaube nicht, dass wir über $2 gehen. Und in dem Moment, wo wir unter unser V&A, also unter den A-Boden fallen, das ist unser Buy-in Point. Und ich glaube, den werden wir am Freitag, den 30. Jänner sehen. Dann sind wir ready für einen Run. Andernfalls, als Alternative, wir halten jetzt das hier nicht. Wir fallen unter 1,50. Dann laufen die 28 Tage wieder von neu. Schauen wir mal. Okay, das war's für komplett AMC. Jetzt schauen wir uns schnell GameStop an. So. Für die komplette Zusammenfassung von der IPO bis Februar 2003 war unser Makro-HLO. Seitdem bis April 2020 war einfach nur unser A. Von März oder April 2020 bis April 2024, das war einfach nur unser B. Und von April 2024 bis heute war einfach nur das Higher Low von diesem B. Wir sind also, wenn das hier fertig ist, auf dem Weg zu unserem großen C. Wo würde das sein? Ja, ich bin keiner davon, der euch erzählt, Infinite Squeeze, $5.000, bla bla bla. Nein, ich nehme diese Trendlinie. Es war das Top von unserem ILO. Es war das Top von unserem A. Es war das Top von unserem B. Ich wette also drauf, es wird das Top von unserem C sein. Ja. Irgendetwas 400, 500. Wir können vielleicht ein bisschen drüber gehen, aber das ist mein Top. Deswegen sage ich auch immer, ich glaube, diesmal wird AMC das bessere Play sein. Ich meine, beide werden super sein, ja, aber ich glaube, bei AMC wird man diesmal mehr machen können. Ist GameStop jetzt fertig? So, erstens, es kann ja nicht fertig sein, weil die zwei gehen ja nur noch
in Sync miteinander. Also wenn AMC nicht fertig ist, ist GameStop auch nicht. Jetzt zu der Sache. Viele sagen, das ist unser Higher Low. GameStop ist fertig zum Rennen. Es ist speziell mit diesem Run, wo jetzt jeder schreit, ja, jetzt. Gut. Gehen wir davon aus, das ist unser Higher Low. Ich glaube nicht dran, aber gehen wir davon aus. Dann war November 2025 unser V. Wenn das aber jetzt unser Higher Low und es fertig ist, wie kann es sein, dass GameStop jetzt gleich rennt? Ganz einfach, es wird es nicht. Wenn das hier Higher Low ist und es fertig ist, wird GameStop raufgehen. Wir werden aber meiner Meinung nach nicht über diesen Punkt 28 kommen. Das wird unser A. Da machen wir einen Breakout Retest. Irgendwo in dieser Richtung hier. Und dieser Punkt, wenn GameStop hier ankommt, wird meiner Meinung nach AMC fertig sein mit seinem Higher Low. Für jetzt derzeit, wenn der Boden hält, 30. Jänner. Ja? Die Alternative, was mein Main-Tracking ist, das hier ist nicht unser Higher Low. Das ist einfach nur das kleine T von unserem großen T. Bedeutet, das hier ist unser Micro-T von diesem kleinen T. Und das bedeutet, das nächste, was wir machen, ist mindestens 1 Cent unter 19,60 gehen. Mein generelles Ziel ist 17,58. Aber technisch gesehen ist auch 1 Cent unter dem genug. Ja. Und dazu sei auch noch gesagt, wenn GameStop jetzt schon fertig wäre, nur meine persönliche Meinung, wären wir hier nicht stehen geblieben. Ja, wären wir hier nicht. Das schaut aus, als wäre es das perfekte T. Wenn es nicht das T wäre, wären wir hier nicht gestoppt und wären zumindest hier drüber gegangen. Dann hätte ich gesagt, okay, es ist Higher Low, wir machen unser A. Die Tatsache, dass wir hier nicht durchgebrochen sind und gestoppt sind, zeigt mir einfach Downside. Okay, so viel zu den Updates. Jetzt zu dem wirklichen Grund für dieses Video. Das Backtesten von der Synchronization von AMC, Silver, Bitcoin, SPY und IWM. So, ich werde es ganz einfach machen. So, für die Erklärung. Beide Charts sind auf dem 24-stündigen. Warum der 24-stündige und nicht der tägliche? Damit wir auch die After-Hour-Movements sehen. Linke Seite AMC, rechte Seite Silver. Jetzt. Bedeutet, ihr seht ja, im März 2020 hat Silver einen Squeeze gehabt. Wann ist AMC und GME gesquosen? Ja, wir schauen uns das an. Ihr seht es wunderschön, links und rechts. 2021 im Jänner ist AMC und GME hatten ihren Squeeze. Ja, bis zum Mai, Juni. Wo war Silver? Ja, weil in dem Fall hatte Silver seinen Squeeze, hatte im August 2020 schon seinen Top und ist dann schon wieder runtergegangen. Ja, wenn AMC und GME einen Squeeze hatten, hat Silver seinen Lower Peak gemacht. Ja, und wenn man sich genau anschaut, wann das war, also Silver hat seinen Top im August gehabt und 150 Tage später hat AMC seinen Squeeze begonnen. Wollt ihr wirklich, dass die zwei miteinander synchronisiert sind? Weil wenn man sich jetzt anschaut, wo ist Silver jetzt? Silver hat jetzt auch seinen Squeeze. Perfekt. So sagen wir, das war schon unser Top. Was ich nicht weiß, ich habe es jetzt nicht getrackt. Und wir adden jetzt 150 Tage. Das ist Juni. Das bedeutet, in 150 Tagen würde AMC erst anfangen zu squeezen. Also, nee. Keine Synchronisation. Gut. Nächstes. Bitcoin. Hier wieder Bitcoin auf dem 24-stündigen Chart. Schauen wir wieder nach, was Bitcoin 2020 gemacht hat. So, hier wieder. Squeeze. Ja?
Weil jetzt viele sagen, wenn Bitcoin über sein neues Allzeit hochschießt, wird AMC und GME squeezen. Aber in 2020 war Bitcoin schon fast auf seinem oder war noch weit vor seinem Allzeithoch. Wir waren in diesem typischen M-Pattern im Bitcoin. Jetzt schauen wir nach, wo ist Bitcoin jetzt gerade? Ja. Ich meine, ihr seht es wahrscheinlich schon. Ja? Das ist dasselbe Pattern. Ja? Wir haben hier ein kleines Wubi. Wir haben hier ein schönes Doppeltop, fallen runter, machen ein größeres Doppeltop. Dann machen wir ein Sideways-Dings again. Seitwärtsbewegung. Und dann fällt Bitcoin hinunter. Wo ist Bitcoin jetzt? Also, wenn man es genau nimmt, wenn das hier 2020 ist, ja, Bitcoin ist jetzt schon entweder im Juni 2022 oder im April 2022. Hier, wenn man Bitcoin als Synchronisation nimmt, dann hätte AMC schon im Februar squeezen sollen. Sind wir aber nicht. Also auch das funktioniert nicht. Gut, schauen wir uns SPY an. So, rechts wieder SPY 24-stündig. Schauen wir an, wo SPY war. So, AMC squeezed. Und wo ist SPY? SPY ist in der Mitte von seinem Bullrun. So, schauen wir, wo SPY jetzt ist. Und ich muss sagen, das kann man vergleichen. Ja? SPY jetzt, also von April 2025 bis jetzt und der Vergleich zu 2020. Ja, kann man vergleichen. Wir haben hier unseren Boden, hier unseren Boden. Wir sind hier übers alte Allzeit hochgebrochen. Wir sind hier übers Allzeit hochgebrochen. Man könnte sogar sagen, dieses Movement hier wäre dieses Movement hier. Und hier haben wir einen Boden, hier haben wir einen Boden, hier haben wir ein Higher Low. In dem Fall könnte man das wirklich vergleichen mit das und das ist das und das und das ist das. In dem Fall stehen wir vor einem Gap Up. Ja? Aber auch hier müsste man eigentlich sagen, AMC hätte schon im Oktober squeezen sollen. Aber vielleicht ist es nur ein bisschen verspätet und wir warten wirklich auf dieses Gap Up. Okay. Also SPY funktioniert so halb. Okay. Letztes vergleichen wir noch AMC mit IWM. So. Wenn AMC und GMEs gesqueezed sind in 2020, von Jänner bis Juni, was hat IWM gemacht? IWM war schon in seiner B-Formation oder fast bei seinem Top. Ja? Wo ist IWM jetzt? So. Wir vergleichen es jetzt mit April 2025 zu Dezember 2020 und Jänner 2021. Nein. Ja, oh ja. Schaut das irgendwie gleich aus? Ja? Wenn man ein bisschen herauszoomt. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, für mich steht IWM. Jetzt gerade, wenn man schon das vergleichen will, kann man wirklich sagen, IWM steht jetzt hier. Ja, hier. Und ist in seinem letzten Run. Aber
in dem Fall hätten wir eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt und reinzoomt, hätten wir eigentlich schon auch im Oktober squeezen müssen. Passt also auch nicht so ganz. Ja. Ich möchte das nur zeigen, ähm, weil das ganze Internet jetzt davon redet. Silver squeezed. Und deswegen werden die Memes squeezen. Das nächste Mal, wenn es bei IWM rennt, werden die Memes squeezen. Weil das alles ist 2020 und 2021 schon passiert. Probiert es selber. Ihr werdet selber sehen, nee. Und selbst wenn es so wäre, dann war das eine einmalige Sache. Synchronization funktioniert nur. Perfektes Beispiel ist AMC und Jimmy. Wenn einer rennt, rennt der andere auch. Und das mehrmals. Wir haben mehrmals Beweise, Beispiele dafür. Nur weil IWM, Spy, Silver das einmal gemacht haben, das ist kein Beweis dafür, dass es nochmal passiert. Wenn es 5-mal passiert wäre, okay. Aber Spy kann man noch argumentieren. Alle anderen haben selbst 2020 das nicht gemacht, was Leute jetzt vorhersagen. Vorsichtig. Ich sage nicht, dass deswegen die Memes nicht squeezen werden, weil sie schauen gut aus. Aber dieser Bullshit mit, weil Silver das macht und so weiter, squeezen wir nächste Woche und so ein Blödsinn. Glaubt's nicht jeden Scheiß, den ihr hört. Auch nicht mir. Schaut es euch selber an. Und bildet euch eine eigene Meinung. Okay. Okay. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Die Playlist, das Erklärvideo hier. Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Schau mal, was die Memes machen. Wir sehen uns.